No, God! No, God, please, no! 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 Okay, können wir mal kurz über das hier reden? Was zum Teufel? Eigentlich wollten wir den Einstieg in Marvel anders gestalten, aber diese Serie raubt uns den letzten Nerv. God bless, endlich ist She-Hulk vorbei, endlich muss ich mir diese Scheiße nicht mehr geben. 9 Wochen lang wurde ich immer wieder gequält, auf Disney Plus zu gehen und diese Serie zu starten. Und eine Folge war schlimmer als die andere. Natürlich, wie so oft, eine ganz klare Spoilerwarnung zum Anfang, denn wir werden hier sehr detailreich über She-Hulk und vor allem über das ganze MCU und auch kommende Projekte in diesem Franchise reden. Die Filme in Marvel Phase 4 waren eher so ein Hit und Miss, während alle anderen Serien versucht haben, was Neues mit einzubringen und andere Wege einzuschlagen. Zum Großteil waren die Serien auch wirklich gut, zum Beispiel Loki oder WandaVision. Jetzt haben wir She-Hulk. Ja, was man der Serie lassen muss, sie ist was ganz Eigenes. Kommen wir zum schlechten Teil und das ist eigentlich der gesamte Rest der Serie. Angefangen mit der Story. Es passiert nichts. Gar nichts. She-Hulk bekommt in der ersten Folge ihre Kräfte, was absolut lächerlich ist. Bei einem Autounfall tropft Bruce Blut in ihre Wunde. Ja, auf einmal hat sie die Kräfte. Da könnten auch jede mögliche andere Krankheit mit reinkommen, aber naja, es sind die Kräfte. Egal. Außerdem hat She-Hulk irgendwie so ein Ray-Problem, wie wir es kennen. Sie kann von Sekunde 1 an alles. Sofort weiß sie alles besser als Bruce, hat kein Alter-Ego, mit dem sie kämpfen muss, monatelang, jahrelang. Auch die weiteren Folgen waren so komisch, immer der gleiche Scheiß. Irgendeine Gerichtsverhandlung und gleichzeitig irgendein Jennifer Walters-Blog, die sich teilweise vermischen zu irgendwas, was einfach keinen Spaß macht zu schauen. Auch die besten Beispiele dafür sind der Fall gegen Titania, Mr. Immortal und Donny Blaze. Die waren so cringe, so komisch. Allgemein alles so dumm aufgebaut. Dann dieser Jennifer Walters Blog. Dauernd ihre Dates. Ich konnte es kaum anschauen, das war ganz schlimm. Und auch immer diese Previously On auf Disney Plus. Das brauchen wir einfach nicht. Weil es wird gezeigt, was in den vorherigen Folgen passiert ist, aber es ist nichts passiert. Es gab keine Story, es baut auf nichts auf. Jede Folge ist in sich abgeschlossen und man könnte sie sonst wie irgendwie verstreuen in der gesamten Handlung der Serie und man würde es nicht merken. Genau dasselbe ist es mit den Post-Credit-Scenes. Die waren zwar ganz nett da zu haben, aber ja, diese Szenen hätte man auch aus anderen Filmen rausnehmen können. So unnötig und unwichtig wie die waren. Naja, egal. Weiter geht's mit dem Fourth Wall Breaking. She-Hulk hat irgendwie diese Fähigkeit, man weiß nicht woher und warum. Und irgendwie macht sie das in dieser Serie so unsympathisch. Ich meine, bei Deadpool war es lustig und gut und auch angebracht in vielen Szenen. Aber für She-Hulk hätten wir das in keinster Weise gebraucht. Ich meine, allein, dass She-Hulk eine Anwaltscomedy ist. Wir haben in keinster Weise spannende Anwaltsfälle und wir haben kein einziges Mal gelacht. Ich meine, ihr kennt doch bestimmt diese Try Not to Love auf YouTube. Irgendwie versucht Disney hier auf Disney Plus ein Try to Love, was in keinster Weise funktioniert. Stop it. Get some help. Dieses Fourth Wall Breaking in dieser Serie ist in keinster Weise lustig. Und das Beste daran ist ja noch, sie nimmt Referenz auf die eigene Serie und wie schlecht sie eigentlich ist. Es gibt so viele Szenen, vor allem in der letzten Folge, wir reden nachher nochmal drüber, dass sie selbst sagt, wie schlecht es geschrieben ist und wie dumm sie ihre eigene Serie findet. What the fuck? Okay, genug von der Story, das war jetzt schlimm genug. Ab zu den Visuals. Klar, ich weiß, bevor ich jetzt irgendetwas sage, die Mitarbeiter von Marvel sind definitiv unterbezahlt und völlig überarbeitet, da sage ich nichts dagegen. Aber wenn man eine Serie so anteast, ankündigt, dann möchte man doch auch gescheite Visuals. Und für mich sieht dieser PS4-Charakter in Grün nicht so aus, als würde sich Marvel wirklich Gedanken machen, was sie mit diesem Charakter machen. Ich war letztens im Re-Release von Avatar, bevor der zweite rauskommt. Und man muss sich mal vorhalten, dieser Film kam vor 13 Jahren raus und sieht so viel besser aus als
das, was mir hier präsentiert wird. Man möchte doch meinen, dass man mit den Jahren einen Fortschritt in der Technik gewinnt, aber irgendwie entwickelt sich alles dank Marvel ein bisschen zurück, habe ich das Gefühl. Klar, ich weiß, Avatar ist einer der größten Filme, der je existiert hat und She-Hulk nur eine Serie, aber wie gesagt, da liegen 13 Jahre dazwischen, da soll man noch mal was erwarten können. She-Hulk redet und bewegt sich so unheimlich scheiße. Man sieht wirklich gefühlt jede Bewegung, dass sie animiert ist. Und das macht für mich keine Animation im Jahr 2022 aus. Vor allem die Kämpfe. Ich meine, die kleine schöne Fluganlage von Titania, gut, kann man drüber lachen, aber alles andere war einfach nur traurig. Nun, wenn Story und Visuals schon mal überhaupt nicht funktionieren, tja, dann sollten doch wenigstens irgendwo Charakter oder einfach die Chemie unter den Schauspielern funktionieren. Ja, denkt man sich zumindest, aber She-Hulk belehrt uns natürlich wieder eines Besseren. Nun zunächst mal, ich will jetzt keinen Hass verbreiten gegen die Schauspieler. Ich meine, sie arbeiten wie immer nur nach Drehbuch und versuchen das ja auch irgendwie gut rüberzubringen, aber Himmel, Herr Hölle, was haben die denen da vorgelegt? Ich meine, ein leeres Blatt Papier und fang irgendwas damit an, weil gefühlt so sind die Charakter geschrieben. Du hast eine Jennifer Walters, die total unsympathisch schon in den ersten 2 Folgen rüberkommt, weil sie einfach unseren Hulk einfach in 20 Minuten fertig macht, alles besser kann und sich dann auch noch gegen ihn prügeln und sogar noch gewinnt. Ich meine, sie hat die Kräfte, vielleicht gerade mal 2 Tage und ist besser als Hulk, der Thanos besiegt hat. Hä? Also du erschaffst doch so keine Fallhöhe für diesen Charakter. Und auch diese ganzen unnötigen Dates. Sie versucht es so sehr auf Zwang und will erst gar nicht She-Hulk in ihr Leben lassen, aber als sie merkt, oh, durch She-Hulk bekomme ich mehr Interesse von Männern, tja, dann ist auf einmal She-Hulk ganz nett. Anstatt einfach She-Hulk für Menschen retten und so zu verwenden. Nein, sie tut es nur für ihren Eigennutz und will damit einfach nur quasi Prominenz auf sich ziehen und heiße Dates mit heißen Typen haben. Und ja, das ist halt so ziemlich unser Charakter, mit dem wir uns ja anfreunden sollen. Aber das funktioniert leider überhaupt nicht. Und auch die anderen Charaktere sind so schwach geschrieben, ich kann mir nicht mal die Namen mehr merken. Ich weiß nicht, ich kenne nicht ihre beste Freundin, ist halt nervig, aber ist halt auch in She-Hulk mit drin, also muss ja passen. Wenn die Serie nervig ist, dann machen wir ja auch nervige Charaktere. Nee, aber genauso funktionieren auch die ganzen Cameos irgendwie für mich nicht wirklich. Ich meine, ein Emil Blonsky, was machen die mit dem? Ich meine, die machen aus dem so einen Ziegenpeter, der sich in so eine Heilanstalt mit so 7 Frauen verwandelt, wo ich mir denke, hä? What the fuck? Ich dachte, der Incredible Hulk Film zählt ins MCU mit ein. Und da war Emil Blonsky noch ganz schön anders drauf, als das jetzt ist. Und Wong, ich meine, was machen die mit Wong? Wong ist so schwach geschrieben, er taucht halt kurz auf, um Emil Blonsky wegzuerklären, was sie in Shang-Chi rausgebracht haben. Irgendwie macht das auch nicht so wirklich einen Sinn und wir sehen eigentlich Wong eher mehr bei einer besseren Serie schauen, als wir es gerade tun, nämlich She-Hulk. Und er guckt Sopranos, was auf jeden Fall mal viel besser ist als She-Hulk. Aber das ist ein anderes Thema. Und ja, über Daredevil will ich gar nicht reden, weil was sie mit ihm jetzt gemacht haben, ist für mich unerklärlich. Ich meine, die Netflix-Serie, wo damals rauskam mit den 3 Staffeln, war wirklich genial. Also diese Serie über Daredevil hat mir so sehr gefallen. Sie war brutal, sie war tiefgründig, sie war perfekt. Und jetzt haben wir so einen rot-goldenen Teufelbubi, der sich mit She-Hulk prügelt, dann noch mit der ins Bett hopst und was nicht alles. Ich meine, what the fuck? Was machen die mit den Charakteren, die wir lieben? Und dann kommen wir wohl zur besten Bösewichtin, Schurkin, was auch immer im Marvel Cinematic Universe. Und man muss schon sagen, Titania ist wirklich angsteinflößend. Wie sie einfach She-Hulks Namen für sich beansprucht, ist einfach unglaublich. Ich meine, es ist so herzzerreißend, das zu sehen. Es tut förmlich weh, wie sie in der Anwaltskanzlei um diesen Namen kämpft. Es ist wirklich herzzerbrechend. Da kann leider Avengers
können da einfach nicht mithalten, was Kevin Feige sich da wieder einfallen hat lassen. Wirklich muy bien. Und Titania ist, ich weiß nicht, aber guckt euch das Make-up an. Das ist einfach gruselig, wie sie das alles macht und wie sie auftritt. Einfach Gänsehautmoment für mich. Wirklich, naja, Spaß beiseite. Die Alte ist einfach zum Kotzen. Und dann sieht man mal wieder, wie Disney ihre Hand natürlich bei jeder Produktion drin hat, weil es müssen natürlich jede Fraktion, jedes Geschlecht irgendwo, irgendwie vertreten sein. Also die Männer, die sind halt gleich blöd und dumm und wollen nur, anstatt du wirkliche coole Charakter wie ein Daredevil anschaffst. Ach nee, der hat ja auch mit She-Hulk geschlafen, weil Männer nur darauf aus sind. Und das beweist uns She-Hulk mehr und mehr. Und Gott sei Dank gibt es ja die Serie, die den Frauen mal aufzeigt, wie schlimm wir Männer eigentlich sind. Spaß beiseite. Ich meine, Feminismus ist ja ein wirklich ernstzunehmendes Thema und man sollte damit auch ernst umgehen. Aber ich finde halt, wenn du einfach die Männer nur in schlechtes Licht reinstellst und die quasi als komplette Hater-Gruppe gegenüber einer weiblichen Superheldin stellst, finde ich, wir Männer sind da schon etwas ziemlich in den Dreck gezogen worden. Okay, jetzt reden wir über das große Staffelfinale von She-Hulk und ich wusste absolut nicht, was uns da überhaupt erwartet, weil keine Folge baut richtig auf irgendeiner anderen auf. Ich meine, wir haben keinen wirklichen Bad Guy, wir haben keinen wirklichen Story-Arc mit She-Hulk. Ich meine, sie schafft ja alles in jeder Episode irgendwie möglich zu überwinden und also was sollte uns dann da noch erwarten? Tja, ziemlich viel Scheiße hat uns da leider erwartet. Der Slogan von der Folge, wessen Serie das nochmal ist, Fragezeichen, hätte uns eigentlich schon eine Warnung sein sollen. Aber gesagt, getan, in die letzte Folge rein. Und ja, was uns da erwartet hat, war ein kompletter Haufen von Bullshit. Also wirklich, man kann es nicht anders sagen. Wie She-Hulk die 4. Wand durchbricht, ist komplett außer Kontrolle geraten, meiner Meinung nach. Klar, es ist mal was anderes, aber Himmel und Hölle, das funktioniert einfach nicht. Dass sie in unsere Welt kommt und dann quasi mit den Producern von dieser Serie spricht, dass das Finale viel zu überladen ist. Wo sind wir denn hier? Also, es macht keinen Sinn und ist auch überhaupt nicht lustig, weil die Serie merkt, dass sie dumm ist und sagt es uns Zuschauern noch extra. Ich meine, come on, Disney. Jeder hat's gecheckt, schon nach den ersten paar Folgen, dass die Serie scheiße ist. Aber gut, dass es im Staffelfinale nochmal gesagt wurde und auch gleich mit She-Hulk ausgebessert wurde. Ja, denn nachdem sie mit den Producern und den Regisseuren von She-Hulk geredet hat, wollte sie zu Kevin. Und wir dachten uns erst, ja, aber jetzt hoffentlich nicht Kevin Feige in Wirklichkeit. Es war nicht Kevin Feige, nein, es war eine animatronische Kamera, die Kevin hieß. Und dann hast du halt diese Konversation mit Jennifer Walters, aka She-Hulk, und Kevin, die darüber debattieren, was jetzt besser für die Serie ist. So, und dann sagt die auf einmal, ja, das will sie jetzt so haben und Daredevil soll auch noch kommen, weil die Nacht mit ihm so gut war. Also zusammengefasst, wir haben She-Hulk. Ja, Jennifer Walters, coole Hulk-Story, haben wir nicht. Wir haben eine Anwalt-Serie versprochen bekommen. Haben wir nicht. Wir haben eine Comedy-Serie versprochen bekommen. Haben wir auch nicht. Wir haben für jede Folge eine Post-Credit-Scene versprochen bekommen. Haben wir ebenfalls nicht. Was haben wir noch nicht? Ach ja, dass Iron Man vielleicht zurückkehrt und irgendwie Captain America doch im All lebt. Das hat vielleicht noch gefehlt und was nicht alles für Cameos. Also da merkt man irgendwie doch, dass Marvel irgendwie nicht wirklich einen Plan hat für Phase 4 und She-Hulk beweist das halt ziemlich, weil man sagt ja immer, man muss jeden Film, jede Serie gesehen haben, damit man das MCU versteht. Hier bei She-Hulk könnt ihr euch das sparen, weil es passiert nichts. Außer dass Hulk halt mit seinem Sohn zurückkommt, aber mein Gott, das kannst du auch in irgendeinem scheiß Newsletter lesen oder in dem Trailer, der wo dann rauskommen wird. Jeffrey Goldblum kann es wahrscheinlich am besten zusammenfassen, was She-Hulk denn für uns ist. That is one big pile of shit.
Ja, das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir wollten jetzt nicht so mit dem MCU hier starten, allerdings ist She-Hulk recht neu und wir hatten einiges über diese Serie zu sagen. Ja, uns würde es natürlich freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst und bis zum nächsten Mal hier auf JMO Films.